Hallo und willkommen zurück zu Simon the Sorcerer. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben hier was vergessen. Und wenn ich mich das so recht entsinne, der einzige Ort, wo wir noch nicht so richtig abgesucht haben, war der Sumpf. Da schauen wir mal nochmal hin. Vielleicht haben wir hier was übersehen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht mehr die Hotspots ausfindig machen. Das haben wir ja gemacht. Da ist noch was. Nicht gerade ein beruhigender Anblick. Da liegt was am Boden. Was ist das? Ein Item. Schleimig, tot und stammt vermutlich von einer astralen Gottheit ab. Tintenfisch. Warte mal. Damit kann ich vielleicht etwas Unfug treiben. Ja. Geht es? Lass mich raten. Geil. Okay, warte mal. Drauf, ne? Dann haben wir ihn gefälscht. Sei gegrüßt, mein junger Freund. Schon wieder zurück? Was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne einen nassen Zauberer, bitte. Bist du sicher, dass du alt genug bist, um zu trinken? Ich nehme dich nur auf den Arm. Bezahl und er gehört dir. Ist dieser Gutschein gültig? Ich schätze schon. Ein nasser Zauberer. Kommt sofort. Ich soll mir bloß noch selber saufen, ne? Gut. Wir müssen das... Ich habe alles, was ich brauche. Ich muss nur einen klatschnassen Zauberer zubereiten. Ja, das ist doch einfach, oder? Ich brauche doch was. Das ist doch da. Oh, das marode Ding auch weg, ne? Alles klar. Dann müssen wir jetzt in den Raum wieder rein. Wird sich mal ganz schwer. Jetzt links und rechts auch noch so hin, ne? Wo war denn das jetzt? Ach ja. Noch eins hoch. Und darüber, ne? Links unten, also ein Stock tiefer und links war ja auch noch irgendwie was. Das sollten wir vielleicht auch irgendwann mal untersuchen. Vielleicht kann ich mir den Windesitz dann verschieben. Der ist aber jetzt nicht da, ne? Schon wieder zurück, Kind? Wie kann ich dir helfen? Wie lautet Regel Nummer 137? Ehrlich gesagt, weiß das niemand so genau. Das muss doch einer wissen, oder? Erzähl mir von diesem Ort. Das ist die Halle des Zirkels. Vor langer Zeit haben sich dort die angesehensten Zauberer versammelt, um Ideen und Philosophien auszutauschen. Dann haben wir beschlossen, dass sich das nicht lohnt. Und stattdessen damit angefangen zu trinken und zu feiern. Weißt du etwas über den ersten Zauberer? Ich weiß genauso viel wie alle anderen. Er war der Erste, der die magischen Kräfte manifestiert hat. Und ich habe es teilweise ihm zu verdanken, dass ich jetzt hier sitzen und bechern kann. Abgesehen davon kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen. Sordid ist hier der echte Experte.
bin ich denn jetzt? Wie kommt's, dass ihr den alten Sordid nicht schon längst rausgeschmissen habt? Wir denken ständig darüber nach. Aber das würde bedeuten, dass wir unsere Ruhepause unterbrechen müssten. Und dass wir tatsächlich arbeiten müssten. Alter, Bis später. ey. Bring den Mist lieber Sordid. Ja, würde ich ja gerne, aber ich weiß nicht, wo er ist. Warte mal, waren wir schon mal oben? Was man hier ist? Überreste des Zauberstabs des ersten Zauberers. Sieht wie eine alte Nachricht aus. An meine Kollegen aus dem Zirkel: Ich erwarte nicht, dass ihr meine Leidenschaft für unsere Geschichte teilt, aber hört wenigstens damit auf, die Artefakte in diesem Raum zu verscherbeln. Sie sind viel mehr wert als ein paar Drinks. Mit freundlichen Grüßen, Sordid. Da war noch jetzt raus. Verstaubte alte Bücher. Definitiv nicht meine bevorzugte Lektüre. Mhm. Ich glaube, da kriegen wir das Poster von der Kirche irgendwie zusammen. Schnaps für Notfälle. Interessant. Okay, was haben wir hier noch? Der Bart des ersten Zauberers. Interessant. Ansonsten nichts mehr, ne? Dann würde ich sagen, geben wir denen was zum Trinken. Alles okay, Kumpel? Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass ich meine Zeit nicht mit einfachen Schülern verschwende. Einen Moment. Ich hab da etwas für dich. Was könntest du schon haben, das für mich von Interesse ist? Oh, nun, das ist... Gar nicht übel. Ziemlich beeindruckend für einen kleinen Zauberer wie dich. Danke. Ich wollte dich etwas fragen. Ich kann mich nicht erinnern, dich unter meinen Schülern gesehen zu haben. Ah, weißt du, meine Familie ist gerade erst hierher gezogen. Ah, wirklich? Ja, vorher habe ich eine andere Schule besucht. Ich meine, eine andere Akademie der Magie. Natürlich. Leider wurde ich dort rausgeworfen. Ach du meine Güte, das klingt gar nicht gut. Naja, es wurde sogar noch schlimmer. Wie dem auch sei, ich wollte dich etwas fragen. Die Leute drohen mir ständig damit, mich rauszuwerfen. Zwischen all diesen Trotteln habe ich mich noch nie wohlgefühlt. Sie weigern sich einfach, meine Genialität anzuerkennen. Ist dir das etwa auch passiert? Nun, nicht ganz. Meine Schule meinte, ich wäre nicht auf Augenhöhe mit den anderen Schülern. Und so bin ich hier gelandet, an einem völlig neuen Ort. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Das tut mir leid, junger Zauberer. Ich kann deinen Schmerz nachvollziehen. Aber sieh es positiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf Augenhöhe mit den Schülern hier bist. Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Danke. Oder so. Ach ja, möchtest du mir alles über den ersten Zauberer erzählen? Ich habe gehört, dass du faszinierende Nachforschungen über ihn angestellt hast. Ah, ein begeisterter Kollege. Ich wusste, dass du nicht wie die anderen Dummköpfe bist. Ich werde dir alles über meine Nachforschungen erzählen. Ich habe mich nur kurz umgesehen, bevor ich gekommen bin. Natürlich hasste es meine Mutter, mich beim Lernen zu sehen. Also machte ich meinen Abschluss und rate, was dann passiert ist. Ich schloss mich diesem Zirkel voller Degenerierter an. Ich habe mir eingeredet, dass sie mich schätzen würden. Aber alles, was sie tun, ist sich zu besaufen.
Ich konzentriere mich lieber auf meine Forschung. Das ist der Trick. Eine legendäre Entdeckung wie diese zu machen. Dann werden Sie mich respektieren müssen. Sogar die liebe alte Mami. Habe ich dir jemals von Mami erzählt? Und dann einmal ließ sie mich giftige Beeren essen, um mich abzuhärten und einen Mann aus mir zu machen. Wer würde jemand so etwas Schreckliches antun? Seinem eigenen Fleisch und Blut. Wie dem auch sei. Wo war ich gerade? Du hast mir gerade von deinen Nachforschungen über den ersten Zauberer erzählt. Ah, ja. Ich habe seine Gruft gefunden. Das verdanke ich meiner Ausgrabung im Sumpf. Aber ich komme nicht da rein. Und das nur wegen dieser blöden Prophezeiung. Ich versuche immer noch, einen Weg hineinzufinden. In der Zwischen habe ich meine Forschungen im Labor aufbewahrt. Und welches Labor soll das sein? Es ist mein Labor. Und wenn irgendjemand das Labor finden möchte? Es befindet sich im ersten Stock. Die Statue blockiert den Durchgang. Die Eulen. Verstehe. Danke für deine Hilfe. Nur ein Moment. Wenn ich so drüber nachdenke, es gibt keine anderen Zauberakademien. Ups. Und niemand sonst interessiert sich für den ersten Zauberer. Woher wusstest du von meiner Forschung? Du bist der... Mit etwas Glück ist er für eine Weile außer Gefecht. Kapitel 9 sind wir schon. Okay. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Ich. Was hast du denn da, du Bohnenstange? Eine Eulenmünze? Auch wenn er schläft, sieht er fast niedlich aus. Hoffen wir nur, dass er nicht so bald wieder aufwacht. Okay. Lass mich mal raten. Wir müssen... Was ist das jetzt? Sag mal bitte nicht, ich muss da sämtliche Dinge platzieren. Ich wäre wahnsinnig. Das Laufen hier ist ja Katastrophen. Ich habe gesagt, im ersten Stock, ne? Ich weiß ja, wo das war. Was hier drüben? Nee. Das muss die Statue sein, von der Sordid gesprochen hat. Gibt's da Reihenfolge?
Stein, Stein, Buch, Turm, Turm. Ich werde nie verstehen, was an gravierten Steinen so faszinierend sein soll. Flambergo! Jetzt ist das Ruhe, ne? Flambergo! Phrases Nesius! Vindado! Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vindado! Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, es gibt eine für Möglichkeiten, ne? Was Stein, Stein? Das sollte ja gleich sein, ne? Machen wir mal hier. Phrases Nesius! Phrases Nesius! Flambergo! Vindado! Vindado! Nee, das war nicht so ganz richtig. Kriegt man da irgendwie die Lösung raus? Warte mal, Stein war doch der Wind. Das Buch war doch... Vindado! Vindado! Aus dem Buch haben wir die Dings gekriegt. Das da. Phrases Nesius! Feuer? Flambergo! Flambergo! Nee, war auch nicht richtig. Ich war mir jetzt da fast ganz sicher. Das war die Feuerstaudie. Das war ein Scheiß. Nein, das weiß jetzt das auch nicht. Kannst du nicht was dazu sagen oder so? Ich werde jetzt da gleich wahnsinnig mit dem Scheiß. Der kann es nicht einfach in die Hand nehmen, ne? Also irgendwie müssen wir es aufkriegen. Und ich war mir jetzt da fast ganz sicher, dass das Ding... Dass das der Stein war mit dem Wind. Dass das Frozen war und dass das da die zwei... Die Ding war. Ich wüsste sonst nicht wie. Für was ist denn eigentlich der Bart da? Das ergibt keinen Sinn. Okay. Hier herrscht ein noch größeres Durcheinander als in meinem alten Schlafzimmer. Ja, ich habe das Staudienrätsel gelöst und zwar links unten, rechts oben, dann links, dann rechts und dann oben. Das mit Feuer und so weiter, das hat alles schon gestimmt, aber das hat jetzt trotzdem ein wenig hinzogen, deswegen habe ich das da ein bisschen geschnitten. Schauen wir mal. In diesem Buch versteckt sich eine Fiole. Sie ist... Ich sehe was. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Spiel jemals ein normales Buch finden werde. Ich glaube nicht, dass...
Ich stehe kurz davor, die wichtigste Entdeckung der Geschichte zu machen. Die Höhle, die ich im verbotenen Sumpf entdeckt habe, ist der richtige Ort. Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich den Pfad mit einer Plane abgedeckt. Das sollte ich mir genauer ansehen. Da war kein Pfad mehr an der Plane. Tagebuch. Was ist das für ein Zeug? Ich habe keine Ahnung, was das für Zeug ist, aber Sieht so aus, als könnte man dieses Gerät da oben mit den Kristallen aufladen. Ich muss dafür nur die Linsen ausrichten. na klasse. Das ist die Linsen ausrichten. Ah, funktioniert nicht. Vielleicht diese Eulen. Ah, funktioniert. Vielleicht die... Ah, vielleicht Was diese Eulen? ein gewöhnlicher magischer Köder. Und jetzt? Ah, funktioniert. Vielleicht... Muss ich das verstehen? Wegen Resonanz wäre halt nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass diese Lektüre jedermanns Sache ist. Dabei breche ich mir noch das Kreuz. Da stimmt was. Wie hat Sonnet dieses Ding hier reinbekommen? Irgendwas muss man doch mit den Eulen machen, aber ich habe keine Ahnung. Sollte man vielleicht einmal zum Sumpf nochmal gehen? Da ist ja nichts mehr, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Teil eines komplizierten Rätsels ist. Ja, ja. So langsam habe ich das Gefühl, er hat eine Stauballergie. Okay, ganz egal, was ist. Dann jetzt mal in den Sumpf. Jetzt Dieses Schnellreisen ist ziemlich praktisch, muss ich sagen. er hat gesagt, er hat jetzt irgendwie mit der Plane abgedeckt. Hier war nichts Wo mehr sind an. diese dämlichen Eulen hin? Ich habe nichts mit einer Plane gesehen. Ich sehe bloß den Schädel hier. Nicht gerade ein beruhigender Anblick. Schauen wir da mal lang. Das ist doch auch keine Plane. Da geht's auch nirgendwo hin. Allerbestester Freund! Und du hältst mich wirklich für deinen besten Freund? Mich, du hast gerettet! Der Beste du bist! Mein allerbestester Freund bist du! Der Beste, was? Du bist der Einzige, dem das bisher aufgefallen ist. Ich muss es einfach wissen. Was hast du mit der Hexe gemacht? Die gemeine Ex-Freundin jetzt schläft. Zu regenerativen Schlammbad in den Sumpf gebracht, die habe ich. Ah, du hast sie also ertränkt.
Verständlich. Hm. Kochst du öfter? Liebe ich kochen. Freunde findet man beim Kochen. Wie ist das Leben im Sumpf so? In vielen Sümpfen lebe ich. Sümpfe sind gut. Voll mit Zutaten für köstliche Eintöpfe. Nach Hause komme ich wieder. Ein noch besserer Koch werde ich sein. Ich muss los. Bald komme wieder, allerbestester Freund. Aber nicht viel geholfen. Und ich sehe keine Plane. Was für ein Haus hat... Weißt du was? Muss ich was. Sie sind so groß, dass ich sogar hineinklettern könnte. Nein, warte. Ich suche. Zum Teufel, da komm raus. Die Plane. Und da geht's doch bloß wieder zurück. Das ist doch keine Plane. Das ist doch vollkommene Verarsche, oder? Okay, was sagt das Tagebuch? Finde den Eingang zur Ausgrabestätte in verbotenen Sumpf. Hol diese verdammten Eulen zurück. Aha, alles klar. Warte mal. Das muss die Plane sein, von der Sordid gesprochen hat. Okay. Oh, das glänzt. Ich frage mich, ob es wertvoll ist. Das war jetzt ein reiner Blödsinnsgedanke. Er kann die Axt dann mal heben oder was? Die Spitzhacke meine ich. Au! Hey, die Tür hat mir einen Stromschlag verpasst. Ganz ehrlich, du hast es verdient. Wer weiß, wie viel das wert... Ein gewöhnlicher magischer Köder. Muss ich da die Eulen jetzt sammeln oder was oder wie? Ich glaube, das wäre... Ich dachte, das kann ich vielleicht hinbauen. Ne, ich kann es nicht nehmen. Also manchmal ist das ja grausam. Ich sollte sie lieber nicht anfassen. Aber es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Stimmt. Es gibt hier nichts mehr, ne? Ich hab doch den Kristall, was... Wer weiß, wie viel das wert ist. Warte mal, ich weiß wo. Ich weiß wie. Ich weiß bei wem. Wir haben doch anderwo Kristalle verkauft. Wie kann ich dir helfen, Junge? Frag einfach. Bis später. Ich bin... Wenn du... Ja. Nein, ich glaube, das ist nicht richtig. Was? Da stimmt was nicht. Nein, ein gewöhnlicher... Ich weiß nicht, wie ich den benutzen soll. Also.
Sind die Eulen im Sumpf? Kann sein, ne? Und da hat er ja was gesagt. Hier hat er, glaube ich, was gesagt, ne? Nicht gerade ein beruhigender Anblick. Tut sich nichts. Wir probieren es hier nochmal. Dann werde ich da jetzt jeden Screen durchgehen. Da oben ist doch nicht gewesen, oder? Ich muss ihn davon überzeugen, zurück in sein Labor zu gehen. Ich glaube nicht, dass... Ja, wie soll ich den überzeugen? Warum soll... Vielleicht, wenn ich die Pfeife benutze. Willst du mich verarschen? Die habe ich doch benutzt. Vielleicht, wenn... Warum... Ist doch reine Verarsche, oder? Das heißen vielleicht. Das ergibt keinen Sinn. Ich bringt mich zur Verzweiflung, ne? Was brauche ich eigentlich den blöden Zauberstab? Den habe ich die ganze Zeit Ich nie glaube, gebraucht. das werde ich... Was für ein Haus hat... egal. Wie soll ich die... Sie sind so... nein, warte. Jetzt laber halt nicht. Wie soll ich die da... Vielleicht, wenn ich die Pfeife benutze. Das geht ja nicht. Vielleicht, wenn ich die... Wahnsinnig. Ich gehe mal da rein und... Ich verstehe den Sinn irgendwie nicht. Da oben ist Agristall. Ich irgendwas, um die runter zu schießen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Und vor allen Dingen, wenn er schon sagt, vielleicht wenn ich die Pfeife benutze, wir benutzen die Pfeife und die Pfeife pfeift nicht.
jetzt hier? Die kommt ja auch nicht. Bin schon froh, dass wir eine gefunden haben. Wie reagiert denn der nicht, wenn wir da pfeifen? Gut. Ja, ich würde mal sagen, wir machen hier einen Break. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Hoffentlich kommen wir dann weiter. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.